Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Raum hat sich gut gefüllt. Das freut uns sehr. Ich darf Sie im Namen des Hochschulnetzwerks Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg ganz herzlich zu unserer heutigen Informationsveranstaltung begrüßen. Mein Name ist Matthias Bantel. Ich bin Geschäftsführer des Hochschulnetzwerks Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg. Die heutige Informationsveranstaltung, die EU-KI-Verordnung, rechtliche Rahmenbedingungen, Chancen und Herausforderungen für Hochschulen, ist Teil der landesweiten Fortbildungsreihe Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre FOKI, die wir Ihnen mit Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und den Stifterverband anbieten können. Wir freuen uns sehr über das große Interesse. Wir haben jetzt über 100 Teilnehmende hier im Raum. Das zeigt auch, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig, wie groß auch die Nachfrage ist nach einem Überblick über die Regelungen, die die EU-KI-Verordnung mit sich bringt. Die KI-Verordnung ist im August vergangenen Jahres in Kraft getreten und stellt das weltweit erste umfassende Regelwerk zur künstlichen Intelligenz dar. Mit ihrem Erlass hat die EU eine harmonisierte Regulierung der Entwicklung und des Einsatzes von KI-Anwendungen angestrebt. Wir als Hochschulen sind insbesondere durch die Regelung zu Hochrisiko-KI-Systemen, Privilegierungen für die Forschung und die Förderung von KI-Kompetenzen betroffen. Die heutige Veranstaltung verfolgt das Ziel, für die anstehenden Herausforderungen zu sensibilisieren und dabei gleichzeitig praxisorientierte Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Wir haben uns für die heutige Veranstaltung 90 Minuten vorgesehen. Es wird keine Pause geben. Wir haben drei inhaltliche Blöcke vor uns. Im ersten Block wird es einen Überblick geben der zentralen Begrifflichkeiten, der Systematik und der für Hochschulen relevanten Regelungen des AI Acts. Einen besonderen Schwerpunkt, einen Fokus werden wir dabei auf die seit Februar diesen Jahres verpflichtende Förderung von KI-Kompetenzen legen. Dann gibt es eine kurze Möglichkeit für Rückfragen Ihrer Seite. Bevor wir dann in den zweiten Block übergehen, in diesem Block stehen dann drei spezifische Rechtsbereiche im Fokus, nämlich Datenschutzrecht, Urheberrecht und Prüfungsrecht. Die werden wir eingehender beleuchten und mit Praxisbeispielen aus dem Hochschulkontext illustrieren. Und im abschließenden dritten Block haben Sie dann die Möglichkeit, Ihre Fragen, Ihre Umsetzungserfahrung an den Hochschulen einzubringen, zu teilen mit den Teilnehmern. Diesen Block werden wir auch nicht aufzeichnen, so dass wir in eine gute Diskussion über Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten des AI Acts kommen. Ich freue mich sehr auf den Austausch und auf die Impulse. Sie können gerne auch schon während der Impulse unserer Referierenden Ihre Fragen im Chat notieren. Ich monitore den Chat nebenher und sammle die zentralen Fragen, dass wir sie dann auch in die abschließende Diskussion gemeinsam einbringen können. Ich darf Ihnen unsere Referentinnen und unseren Referenten vorstellen. Beide sind RechtsexpertInnen der Rechtsinformationsstelle für die digitale Lehre Baden-Württemberg, BWDIGerecht, im Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg, HNDBW. BWDIGerecht ist eine gemeinsame Einrichtung der Universität Heidelberg und des Karlsruher Instituts für Technologie mit Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Jana Knecht ist Rechtsexpertin bei BWDIGerecht sowie zertifizierte Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragte. Sie hat ihr LLM-Studium im deutschen und europäischen Recht an der Universität Heidelberg absolviert. Jana Knecht bringt ihre mehrjährige Erfahrung als Unternehmensjuristin und als Datenschutzexpertin aus der Industrie in die Forschung und Lehre ein. Maximilian Spehn ist ebenfalls Rechtsexperte bei BWDIGerecht. Er hat Rechtswissenschaft und Informatik an der Universität Heidelberg studiert. Sein juristischer Schwerpunkt liegt im IT-Recht. Maximilian Spehn engagiert sich in der Gesellschaft für Informatik und der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik. Ich freue mich sehr auf die Impulse und auf den Austausch und darf nun für den ersten Impuls an Maximilian Spehn übergeben.